Willkommen bei der Late Night Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf ein Thema, das uns allen wie ausgetauscht vorkommt. Und damit meine ich nicht etwa, dass sich der Winter immer mehr nach Sommer anfühlt und der Sommer nach einem Doppelwinter und der Herbst wie der Frühling und der Frühling wie ein halber Sommer. Nur bevor wir loslegen, vergiss bitte nicht den Abo-Button zu drücken und die Glocke, denn jedes Mal, wenn die Show ein Abo mehr bekommt, dann könnte es sein, dass der Counter sich um eine Zahl erhöht. Spooky, ich weiß. Aber kommen wir jetzt zu unserem Thema, denn heute Abend geht es hierum. Bei unseren Recherchen stoßen wir auf dieses Buch. Unscheinbar, nahezu unbekannt, aber mit Sprengstoff. Auf 300 Seiten redet Höcke Klartext über das, was er wirklich will. Höcke sagt, es finde durch die Flüchtlinge eine brutale Verdrängung der Deutschen aus ihrem angestammten Siedlungsgebiet statt. Und Grüne und Linke jubeln regelrecht über unseren bevorstehenden Volkstod durch den Bevölkerungsaustausch. Ihr Ziel sei es, dass das verhasste eigene Volk endlich von der Weltbühne verschwindet. Und ich weiß ehrlich nicht genau warum, aber ich habe vor ein paar Monaten einfach meine Rundmail an alle geschickt, also wirklich at all zu diesem Thema, und ich war selber überrascht, dass mir unter anderem nur 6000 nigerianische Könige geantwortet haben. Was übrigens ein anderes großes Problem ist. Nigeria, krieg deinen Scheiß endlich mal hin und einige dich auf weniger als 200 Könige, so wie das bei uns die Reichsbürger auch schon seit Jahren geschafft haben. Jedenfalls antwortete mir ein Haufen berühmter Chefredakteure von renommierten Zeitungen. Auf eine Antwort vom Bussiber Magazin warte ich allerdings noch heute. Und wir einigten uns darauf, nun unsere gesamte journalistische Kraft auf das Thema Bevölkerungsaustausch zu bündeln. Das heißt, dass mehr als 15.000 mehr oder weniger schlecht bezahlte Journalisten sich nur mit diesem Thema beschäftigten. Und das sind mehr als bei den Football Leagues, den Panama Leaks oder jedem Leak von Til Schweiger auf Facebook zusammen. Wir hatten allerdings unheimlich viel Glück, dass wir recht zeitnah einen V-Mann gefunden haben, der in der Struktur der Geschichtsrevisionisten, Reichsbürger, Volkslehrer, rechte Esoteriker und anderen Vollidioten sich sehr gut auskannte und uns immer wieder super geheime Dokumente zuspielen konnte. Diesen V-Mann nannten wir sogar den Lately Show Mann, kurz LS-Mann, und das gefiel dem ehemaligen Gymnasiallehrer so sehr, denn LS-Mann klingt schon fast wie NS-Mann. Und das hilft ihnen bei Erektionsstörungen. Klar hat der LS-Mann bereits 4 Kinder in Thüringen, aber das lag eher am recht potenten Postboten der Familie. All diese Dokumente könnten morgen nicht nur die Bundesregierung stürzen, sondern ließen uns hinter den Bevölkerungsaustausch blicken, und das könnte ganz Europa verändern. Und genau dieses Geheimnis werden wir heute in dieser Show lüften. Darauf haben wir uns alle geeinigt. Klar könntest du jetzt unten einfach vorspulen, aber dann veränderst du jedes Mal diese Geschichte. Leider dauern die Arbeiten an den Ergebnissen noch etwas an, deshalb bekommen wir erst die ultimative Wahrheit über den Bevölkerungsaustausch und die besten 20 Lieblingslieder der 80er in ein paar Minuten. Ja, okay, wir hätten die Show jetzt später starten können, aber hey, das wäre ein Aufwand gewesen von 5 oder 6 Minuten und dafür war jeder hier zu faul. Dementsprechend muss ich jetzt die vielleicht wenigen noch übrig gebliebenen Minuten dieser Bundesregierung bis zum Ergebnis unserer Recherche überbrücken, bis die Ergebnisse mir durch dieses Telefon übermittelt werden. Das Ganze ist jetzt hier so eine Tor ist gefallen in Madrid-Situation. Wir müssen also schauen, wie wir die Zeit überbrücken, bis die einzige wahre Wahrheit über den wahren Bevölkerungsaustausch hier ans wahre Licht kommt. Und wir reden hier nicht von Aliens, die unsere Körper klonen und uns ersetzen oder uns gegen Roboter austauschen, sondern es kann sein, dass jetzt, gerade wo ich rede, du ausgetauscht wurdest, es aber noch nicht einmal mitbekommen hast. Und um das zu erfahren, muss nur diese Leitung, die vermutlich wichtigste Leitung auf der gesamten Welt,
und auf dem Neptun freigehalten werden. Unter allen Umständen. Okay, das ist jetzt sehr früh. Alle Experten haben mir versichert, dass die Analyse exakt bis kurz zum Ende der Show dauert. Aber ich glaube, ich gehe einmal ran. Hallo? Ich habe dir gesagt, dass du hier nicht mehr anrufen sollst. Ich denke, ich habe meinen Punkt mehr als deutlich gemacht und ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Ja, natürlich habe ich den Trailer vom neuen James Bond gesehen. Boah, das sage ich dir. Der Film wird so mega krass werden. Christoph Waltz und Rami Malek gegen Daniel Craig. Hat der überhaupt mal einen Oscar bekommen? Der hat doch bestimmt nur einen Bravo bekommen. Bravo Otto oder so. Boah, ich sag dir, das wird richtig mega geil werden. Ja? Genau, ich verstehe. Okay, ja. Ja, mache ich. Ja, ich hab dich auch lieb. Wer das war? Das war nur falsch verbunden. Ich glaube, dass wir bei der Recherche zum Bevölkerungsaustausch auf etwas Gigantisches gestoßen sind. Denn wie es bekanntlich ja heißt, auch ein blindes Huhn hat manchmal Glück und findet eine Pumpgun, um den Bauern zu zeigen, wo Bartels den Most herholt. Und genau das ist uns passiert. Ich weiß gerade nicht, wie es bei jedem Einzelnen da draußen aktuell ist, aber ich kann nur sagen, was ich hier sehe im Studio. Ich erlebe, wie die Luft zum Zerschneiden gerade ist. Man hört an jeder Ecke die Spannung richtig knistern. Natürlich kann es auch am Ende sein, dass es den Bevölkerungsaustausch nur in der Fußball-Bundesliga zum Ende der Saison gibt, wo ganze Mannschaften wortwörtlich ausgetauscht werden. Oder in der Zeche, wo viele meiner Mitarbeiter nebenberuflich noch arbeiten, wo auch nach jedem Schichtwechsel eine immens große Menge von Menschen einfach so ausgetauscht wird. Nur was? Das Telefon klingelt. Wir sollten einmal es klingeln lassen, um zu hören, ob wir darin schon etwas interpretieren können. War das Klingeln gerade synchron? Oder war das schon der BND? Ich traue mich kaum ranzugehen, denn jetzt entscheidet sich, ob Deutschland in eine zweite Staffel gehen wird oder ob das hier das große Serienfinale ist. Okay. Hallo? Wirklich? Sind sich alle Experten sicher? Auch die Kaffeesatzleser, Wahrsager, Universitätsprofessoren, Reichsbürger, alle demokratischen Parteien und die FDP? Hat jemand schon die Kanzlerin informiert? Keine Ahnung, wie die Telefonnummer von Jens Spahn ist. Seid ihr euch wirklich sicher? Ja, genau, ich verstehe. Okay, ja, mache ich. Ja, ich hab dich auch lieb. Alle Experten und jeder, der sich mit dem Bevölkerungsaustausch beschäftigt hat, hat mir gerade bestätigt, dass... Einen Augenblick. Sehr gutes Wasser. Hat mir gerade bestätigt, dass der Bevölkerungsaustausch vollkommener Bullshit ist. Wie soll denn das bitteschön funktionieren? In Zeiten, wo jeder Honk jeden Scheiß postet, vergisst er dann seine Internierung zu filmen, wo das wenigstens mal ein paar Likes bringen würde? Und welche verfickte Regierung hätte etwas davon, die Menschen auszutauschen, die diese verfickte Regierung gewählt haben, gegen einen Haufen anderer Menschen? Ich tausche doch auch nicht meine Wohnung einmal aus, nur weil ich mal anderes Klopapier haben will. Und dieses kleine Experiment gerade hatte nur das Ziel, dass du, der du über einen gesunden Menschenverstand verfügst, dich jetzt mit dem Bevölkerungsaustausch mehr und intensiver beschäftigt hast, als jeder Einzelne, der diese totale Endscheiße propagiert. Genau deswegen wird dich niemand mehr austauschen wollen. Oder genau deswegen sogar noch mehr. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.